Previously on the Campers Chronicles. Der Stellplatz in Saint-Valery-en-Caux enttäuschte nicht spektakulär mit seinen hohen Klippen. Die Stadt selbst eher ein Dorf als Stadt. Jedoch ließ der Nebel nicht von uns ab und entwickelte sich langsam zu einem Problem. Doch dann Fetzen eines blauen Himmels. Und wo es hingeht, das seht ihr jetzt. Der Nebel begleitete uns weiter wie ein blinder Passagier und produzierte ein leises Grollen in der Atmosphäre unseres Vans. Aber wie sagt der Normanne, es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung. Wir fuhren in Richtung Seenmündung, um erst über ein Meisterwerk des Brückenbaus zu fahren, über den Pont de Normandie, ein Bekenntnis aus Beton und Stahl, kühn, elegant, fast schon übermütig. Und uns dann das verträumte Honfleur anzusehen. Im Jahre 1995 zu ihrer Einweihung war dies ein Weltrekord für Schrägseilbrücken. Ein Ingenieurstraum, so langgezogen, so kühn, als hätte jemand vergessen, dass Brückenbau doch eigentlich auch seine Grenzen hat. Und 7,50 € Maut für ein Wohnmobil. Kurz hinter der Brücke, scharfe Kurve nach rechts und wir sind in Honfleur. Wir hätten irgendwo an der Seine wild stehen können. Genug Plätze gäb's da. Aber nach all der Fahrerei, der Herumlauferei, der Wetterverwunderung des Tages wollten wir einfach nur bequem und unkompliziert parken. Wohnmobilstellplatz, Feierabend. Der Stellplatz in Honfleur war gar nicht so übel, wie die Bilder bei Park4Night zunächst vermuten ließen. Ein Blick über ein stilles Haff auf den Pont de Normandie, blökende Schafe im Schilf, ein kleiner Yachthafen, viel Platz und besonders vorteilhaft, fußläufig zur Altstadt. Kuschelcamper gab's auch, also die so dicht neben einem stehen, dass man die eigene Tür kaum aufbekommt, obwohl fast der halbe Platz leer ist. Man muss in solchen Fällen Acht geben, dass man vor lauter Kopfschütteln kein Schleudertrauma bekommt. Aber genug rumgeflogen, wir wollen in die Stadt. Und nun wird's romantisch. Reisen bildet. Und so lernten wir Honfleur, einst ein kleines, unbedeutendes Hafenstädtchen, wurde zum Sehnsuchtsort der Künstler. Hier verbrachte Erik Satie, der alte Klangpoet, seine Kindheit. Eugène Boudin war hier geboren, Wegbereiter des Impressionismus. Und hier, im Hafen von Honfleur, fanden Monet, Courbet und andere ihr Licht. Die Stadt wurde zum Atelier unter freiem Himmel. Enge Gassen, schiefe Fassaden, Boote, das Wasser, das stetige Spiel von Wolken und Licht. Alles eine Inspiration. Und so wurde aus dem Fischerort ein Magnet für Reisende, die mehr suchen als nur ein hübsches Bild. Die Kirche Sainte-Catherine fügte sich charmant in das Stadtbild. Gebaut nicht von Architekten, sondern Schiffsbauern. Nach dem 100-jährigen Krieg errichtet, ganz aus Holz mit einem Dach
wie ein umgedrehtes Boot. Der Kirchturm, wie so oft bei Holzkirchen, getrennt vom Hauptgebäude aus statischen Gründen. Hier riecht es nach Salzwasser, es riecht nach Harz und es klingt wie eine alte Geschichte vom Meer. Wir blieben hier 2 Nächte, genossen l'Heure du Temple, die Frühlingsluft. Aber dann meldete sich Quinn zu Wort und mit einem bestimmten Hundeblick sagte er: Ich möchte jetzt endlich an den Strand. Löcher im Sand buddeln. Wir durchquerten Orte, die wie Filmbühnen wirkten und alle auf sur mer endeten, was an sich schon piktoresk klingt. Die Villen der Belle Époque reihten sich auf wie Schmuckstücke in der Vitrine eines Juweliergeschäfts. Wären wir besser vorbereitet gewesen, hätten wir hier tatsächlich angehalten. Aber der Hund wollte zum Strand. Und was der Hund will? Am Cap Lévis wurden wir dann fündig. Plage de la Mondrée klingt fantastisch. Ein Parkplatz direkt am Meer, offiziell für Wohnmobile auch erlaubt. Spaziergänge im Wind. Pferde. Ein Hund, der im Sand tobt. Es gibt wenig, das einen besser schlafen lässt, als das rhythmische Auf und Ab der Meeresbrandung. Am nächsten Morgen ging es dann weiter, die Küste entlang. Den kleinsten Hafen Frankreichs besuchen. Mittagessen am Nez de Jobord. Der Grand Plage von Barneville-Carteret mit den blau-weißen Strandhütten. Und dann, völlig erledigt, einen Stellplatz am Meer bei den Austernfischern. Diesen fanden wir in Gauville-sur-Mer, direkt am Wasser. So dicht, dass man bei Flut schon fast mit dem Vorderreifen im Meer stand. Morgen geht es weiter. Und es ist offiziell, wir fahren zum letzten und großen Highlight und gleichzeitig das Ende unserer Normandie-Reise, Mont Saint-Michel. Oder, wie ich scherzhaft zu sagen pflege, der St. Michel-Hügel. Ob sich der Besuch lohnt oder ob es sich doch nur um die Quintessenz einer Touristenfalle handelt, das ist eine Geschichte für die nächste Folge.